Die Guideloft-Serie von Guideline wurde nochmal neu überarbeitet, nicht nur funktionell, auch vom Design, und ich feiere es jetzt schon. Fangen wir direkt mal an. Es gibt 3 verschiedene Kleidungsstücke, einmal die Hose, die Weste und die Jacke mit Kapuze. Die Guideloft-Hose ist quasi das erste Kleidungsstück, was ich heute Morgen unter meine Wartklamotten gezogen habe, und deswegen stelle ich euch das als erstes vor. Wir fangen direkt mal unten an am Bündchen, finde ich richtig gut gelöst, denn wir haben hier einen richtig schönen Stretch eingearbeitet, und der sorgt natürlich dafür, dass selbst wenn man sich die Warthose über die Hose anzieht, dass eben das Bein wirklich unten am Knöchel bleibt. Und der zweite Vorteil dieses wirklich körperbetonten Stretch ist eben, dass wir die Hose nicht falten müssen, wenn wir in die Warthose reingehen, und somit haben wir eben keine potenziellen Druckstellen unter dem Wartschuh. Weiter geht's mit einem sehr schlichten Bein, aber im Gegensatz zum Vorgänger kann man hier wirklich schön sehen, diese geniale Steppung, die das einfach deutlich ansprechender für mich im Alltag macht. Weiter oben haben wir dann einen weiteren Stretch eingearbeitet, hier am Bündchen, der auch dafür sorgt, dass das Ganze natürlich immer schön am Körper anliegt, und zusätzlich können wir das Ganze nochmal mit diesem kleinen Gürtel hier oben fixieren. Ein kleiner Druckknopf und ein Reißverschluss sorgen einfach dafür, dass wir die Hose viel leichter an- und ausziehen können. Auch die Taschenanordnung finde ich wirklich genial bei der Guideloft-Hose, denn sie sind nach oben ausgerichtet. Das heißt, ich kann selbst durch meine Warthose schnell in die Tasche von oben reingreifen, wenn ich zum Beispiel meinen Autoschlüssel oder das Handy rausholen möchte. Auf der Rückseite der Guideloft-Serie haben wir nochmal eine Gesäßtasche, gesichert mit einem Zipper, also ideal für dein Portemonnaie, damit es nicht verloren gehen kann. Die Guideloft-Hose ist mit einem 40 Gramm Guideloft-Material ausgestattet, was natürlich zu 100% recycelt ist und das ideale Verhältnis von Gewicht zu Wärme bietet. Gehen wir von der Hose einmal zum nächsten Kleidungsstück, das ist die Weste. Hier können wir schon sehen, hier habt ihr sogar die Option, dass ihr einmal zwischen Grau-Grau wählt und einmal Goldgrau, finde ich wirklich stylisch. Ich habe jetzt gerade auch mich für die Jacke entschieden, weil ich sie richtig schick finde. Die Guideloft-Weste ist mit einem 60 Gramm Guideloft-Material ausgestattet, also etwas wärmer als die Hose, aber eben trägt auch kaum auf, sodass man sie zum Beispiel in die Brusttasche einfach einrollen kann und im Rucksack mitnehmen kann. Auch die Guideloft-Weste hat mehrere Taschen. An der Seite haben wir 2 Eingriffstaschen, beide mit einem Zipper gesichert. Und zusätzlich haben wir im inneren Bereich nochmal eine Brusttasche, die sich natürlich ideal für dein Handy eignet. Am Bündchen der Guideloft-Weste haben wir zusätzlich hier nochmal so 2 kleine Gummistraps. Die sorgen natürlich auch dafür, dass wir die Weste ideal an deinen Körper anpassen können und sie somit zum Beispiel beim Anziehen der Warthose nicht am Rücken hochrutscht, dass sie immer schön warm bleibt. Wie es bei einer Weste so üblich ist, fehlen natürlich die Ärmchen, aber dafür haben wir einen richtig schön hochstehenden Kragen, der dir auch an windigen Tagen maximalen Schutz bietet, denn selbst der Kragen ist mit einem Guideloft-Material gefüttert. Das letzte kleine Highlight dieser Weste, was ich euch vorstellen möchte, ist die Rückseite, denn hier haben wir eine eingenähte kleine Lasche. Das heißt, wenn wir keine Wartjacke tragen müssen, weil es vielleicht mild ist oder nicht regnet, selbst mit der Weste können wir noch unseren Kescher mitnehmen, denn es bietet sich natürlich ideal an, hier einen Magneten oder Karabiner zu befestigen. Dann springen wir einmal rüber von der Weste zur Jacke. Die Weste und Jacke sind eigentlich identisch aufgebaut. Natürlich hat die Jacke Ärmel, wie die Weste nicht hat, aber ansonsten haben wir auch hier unsere Straps zum Befestigen. Wir haben genau die gleiche Taschenanordnung vorne als auch in der Brusttasche, aber eben zusätzlich 2 Ärmchen dran und eine Kapuze. Das heißt, wenn es wirklich windig oder kalt ist, würde ich mich immer für die Jacke entscheiden, denn dann könnt ihr die Kapuze noch über euren Kopf tragen und eure Ohren bleiben warm. Kommen wir zum letzten kleinen Highlight. Natürlich hat auch die Jacke auf der Rückseite eine kleine Möglichkeit, um deinen Kescher über einen Karabiner oder Magneten zu befestigen. Also wenn es nicht regnen sollte, könnt ihr auch nur mit der Jacke losgehen und müsst nicht auf euren Kescher verzichten. Ansonsten sind wie gesagt beide Jacken mit dem recycelten Guideloft-Material mit einer 60 Gramm Füllung ausgestattet. Also wirklich warm, aber dennoch leicht. Die Jacke, könnt ihr sehen, ist hier das Grau-Grau-Modell. Hier habe ich das Gold-Grau-Modell. Also ihr könnt euch wirklich aussuchen, was ihr da cooler findet im Alltag. Ansonsten würde ich sagen, dass es die perfekte Kombination von Hose zu Jacke oder von Hose zu Weste ist für die kalte Fischerei von Herbst bis Frühjahr. Und das ist auch der Grund, warum ich mich hier bei der Hechtfischerei für die Klamotten von Guideline entschieden habe. Schaut sie euch gerne mal an. Die neue Guideloft-Serie, ein richtig cooles Design und natürlich auch funktionell top. Viel Spaß damit, Tight Lines und bis bald.